am Anfang des Jahres haben die ja noch so eine Liste gezeigt, und wir haben die Liste, wir werden alle kriegen, die auf der Liste sind, und dann heißt es später, oh mein Gott, ich bin ja auch auf der Liste, die Liste muss verschwinden. Wupp. Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sei Kritisch, heute mit der Folge Nummer 7 und endlich das Ghislaine Maxwell-Thema, das große Maxwell-Familienbusiness, was man dann am Ende des Tages auch noch mit Jeffrey Epstein zusammen aufgebaut hat oder weitergeführt hat, und zwar dieses große Erpressungsnetzwerk namens Epstein Island, wo viele Politiker und Präsidenten und Schauspieler und Musiker und was weiß ich, wer da alles hingekommen ist, nur damit die diese kleinen Partys feiern, so wie P. Diddy seine Partys gefeiert hat. Auf diesen Freak of White Partys, kommt her, kommt alle zu Diddy und bringt euer Babyöl mit. Da war es eigentlich eher ein Massageunternehmen mit minderjährigen Mädchen, wo auch Prince Andrew, der Sohn von Queen Elizabeth, gefunden worden ist. Am Ende des Tages war die Party wahrscheinlich so heftig, dass jeder mitkommen musste, weil wir haben ja auch sehr, sehr berühmte Leute, wie zum Beispiel Donald J. Trump, der jetzige Präsident von Amerika, Barack Obama war da und Hillary Clinton und diese ganzen, ihr wisst, welche Menschen das sind. Guck mal, das ist die Folge Nummer 7. Wir haben schon viel über diese ganzen Verschwörungstheorien geredet und komischerweise tauchen genau diese Leute in meinen Verschwörungstheorien auf, mit denen wir die in Verbindung bringen, ob das Pizzagate ist, Spirit Cooking und bla bla bla. Diese Leute finden immer ihren Weg, auch in die neuen Videos. Und ja, es ist Jeffrey Epstein Island. Um klarzustellen, Epstein Island gehört nicht Epstein, sondern es ist die Maxwell-Familie. So, wir haben Ghislaine Maxwell, das ist die Partnerin von Jeffrey. Sie sitzt seit dem Dezember 2021 im Knast und aktuell, und das ist sehr interessant mit anzugucken, sieht es nämlich danach aus, als würde sie versuchen, Donald Trump irgendwie zur Begnadigung zu bringen, weil sonst, hat sie gesagt, wird sie das Netzwerk preisgeben oder ein paar Leute vom Netzwerk preisgeben. Und jetzt mit dem letzten Skandal, dass die Epstein-Liste überhaupt nicht existiert hat. Also das ist schon ein bisschen makaber alles zusammen. Ja, von 1994 bis 2004, wahrscheinlich länger natürlich, ne, hat sie Kinder geworben, verschifft und missbraucht, ne, dafür ist sie auch in den Knast gekommen. Und um sein oder ihr gemeinsames Petro-Blackmailing-Netzwerk am Laufen zu halten, ne, das ist Ghislaine Maxwell. Wir können auch Ghislaine Maxwell in Verbindung bringen mit dem Madeleine McCann-Fall. Das habe ich euch in den letzten anderen Videos auch schon erklärt gehabt. Da gab es ja Phantombilder von den zwei Podestan-Brüdern und da gab es halt auch ein Phantombild von einer Frau mit kurzen Haaren, die ein bisschen mediterran aussah. 1:1 Ghislaine Maxwell, also da konnte man sie auch in Verbindung bringen, ne? Am Ende des Tages ist das eine Theorie, weil sie ist deswegen ja nicht in den Knast gekommen, wegen dem Vorfall. Man hat den ja versucht totzuschweigen und am Ende war es irgendein deutscher Urlauber. Komischerweise, wie auch im letzten Video schon erwähnt gehabt, war die Ferienwohnung von denen nicht weit von den Madeleine McCanns. Aber man weiß ja auch mittlerweile auch schon, dass die Eltern von Madeleine auch zu einer okkulten Organisation gehören. Das hat man schon herausgefunden. Ist immer noch eine Theorie, aber vielleicht können wir das ja im nächsten Video mal zusammen erarbeiten, ne? Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr interessantes Thema. So, viel von Ghislaine, zu wenig von ihrem Vater, deswegen gehen wir direkt in die Thematik rein. Robert Maxwell. Robert Maxwell ist der Vater von Ghislaine Maxwell. Er hat 7 Kinder. Nicht alle sind berühmt geworden, aber die Tochter ist definitiv berühmt geworden. Vorher, der wirkliche Name von Robert hieß Ludwig Hoch, kennen wir auch in der Musikindustrie oder in der Filmbranche. Da haben wir halt immer Juden, er war auch Jude, die sich dann irgendwie Ricardo Iglesias nennen oder was weiß ich und eigentlich heißen die Ricardo Finkelstein. Haben wir sehr, sehr oft, gibt es viele Videos im Internet, könnt ihr mal anschauen. Da sind sehr, sehr viele Juden, die nicht mit dem Juden, mit der Herkunft der Juden in Verbindung gebracht werden wollen. Aber wir wissen ja trotzdem, irgendwo gibt es ja eine Organisation oder irgend so ein Netzwerk, die bauen jüdische Leute, jüdische Menschen mit bisschen Talent, bauen die auf und dann werden die auf einmal zu Gal Gadot, die überhaupt nicht schauspielen kann, ne? Kennen wir. So, viele kennen ihn als Robert Maxwell, geboren in der Tschechoslowakei, in einer der ärmsten Vierteln des Landes und war wie viele andere in diesen ganzen Epstein-Netzwerken ein
Viele seiner Familien sind im Holocaust gestorben, er hat überlebt und konnte dann mit 16 Jahren nach Frankreich fliehen, wo er dann der französischen Armee beigetreten ist, und dort hat er sich dann bis auf den Ende des Zweiten Weltkriegs und ein bisschen noch, ich glaube 10 Jahre nochmal draufpacken, hat er sich zu einem Captain hochgearbeitet, also sehr, sehr weit gekommen in dieser kurzen Zeit. Danach folgte eine Bilderbuchkarriere, ich habe das wirklich so geschrieben, weil in der Zeitspanne von 30 bis 40 hat er fürs englische Parlament gearbeitet, hat sich einen Nachrichtenverlag gekauft und wurde dann mit 40 Multimillionär. So, der Name des Verlags, heute auch noch gängig, ist Pergamon Express. In der Geschichte Pergamons war der Zeusaltar ein äußerst wichtiges Bauwerk, auf dem rund um die Uhr Opfer dargebracht wurden. In der Bibel gibt es einen Vers, der lautet ungefähr: Pergamon ist der Thron Satans, und von dort aus wird er dann halt auch herrschen. Immer wieder lustig mit anzusehen, wie auch viele andere Leute, so einflussreiche Leute, ihre Organisation oder deren Institute oder deren jetzt Nachrichtenverlag, die haben immer satanische Ausmaße. Es muss immer irgendwas Satanisches sein. Hauptsache, keine Ahnung, warum die das machen, aber es muss satanisch klingen. Weil ich habe hier euch natürlich auch ein paar Beispiele. Pizza. Habe ich meiner Mama letztens erklärt. Wenn du das Pizza P, wenn du dieses kleine Stück vom P wegnimmst und das umdrehst, hast du ein U. Dann wird das P zu einem L, dann hast du U, dann hast du Z, I, F, E, R. Lucifer. Lucifer. Pfizer wird zu Lucifer, und das lässt du dir spritzen wegen der Corona-Impfung. Wisst ihr? Guck mal, erst ein Lucifer. Dann haben wir Elon Musk. Elon Musk hat Twitter gekauft, hat das dann erstmal X genannt, und wenn du zwei X nebeneinander machst, hast du erstmal das Freimaurer-Logo, okay? So, wenn du dann guckst, wie er sich dann genannt hat, er hat sich ja von Elon Musk, hat er sich dann Kek Maximus genannt. Und Kek ist in der altägyptischen Mythologie der Froschgott. Das ist ein Todesgott, Froschgott, der König der Unterwelt, so in der Mythologie, im Pantheon der Griechen, der Ägypter. Lustig, dass er sich so nennt. Versteht ihr, was ich meine? Dann haben wir zum Beispiel Peter Thiels, Palantir ist aktuell, und Palantir auf Khmer. Khmer ist die Sprache in Lord of the Rings, Herr der Ringe. Herr der Ringe ist ja auch so ein babylonische Geschichtserzählung. In der Chinea-Sprache heißt Palantir weitsehend, oder man kann es eigentlich assoziieren mit einer Wahrsagerkugel, der die Wahrheit voraussieht oder die Zukunft voraussieht. Und das macht ja eigentlich Palantir, weil Palantir will ja irgendwann so weit gehen, dass alle Regierungen wegfallen und dass eine KI über unsere Menschen entscheidet, wie viel Days, wie viel das, bla 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 so, ne? Passt also auch namensgebend. Und dann am Ende seines Lebens hatte er mehrere Verlege unter sich, also er hat Teil gekauft gehabt, und zwar ist das einmal die New York Times, kennen wir, Washington Post, auch sehr wichtig, und auch andere große Verlege. Da hat er im Jahr einen Umsatz gehabt von 3 Milliarden US-Dollar, auch sehr, sehr interessant. Er war der Rivale von Rupert Murdoch. Rupert Murdoch ist auch so ein großer Nachrichtenverlag, Mogul, und gehört auch zu der Super-Elite, ne? Am 6. November 1991 wurde Robert Maxwell dann tot aufgefunden. Der hat einfach gechillt auf seiner Yacht auf den Kanarischen Inseln oder in der Nähe der Kanarischen Inseln, und nach 6 Stunden hat man von ihm nichts mehr gehört, und dann lag er einfach tot auf dem Wasser. Sein Sohn sagte aus, dass sein Vater riesige Schulden hatte und deswegen wahrscheinlich Selbstmord beging. Viele Theoretiker und ich natürlich auch darunter, wir gehen davon aus, dass er umgebracht worden ist, weil der hatte halt, das war jetzt so sein öffentliches Leben, so, sein inoffizielles Leben sah eher so aus, dass er auch Kontakt zu Geheimdiensten hatte, und man weiß, dass er auch Spitzel war. Der hat für das KGB gearbeitet, da kommt gleich was sehr Interessantes noch dazu, CIA, FBI natürlich auch, MI6, deswegen kam er ins englische Parlament, weil er davor für das MI6 Nachrichten gesammelt hat, und natürlich für den Mossad. So, das sind, wie viele Geheimdienste habe ich gerade aufgezählt? 4 oder 5 Stück. Der hat für alle gearbeitet, alle ausspioniert und alle Nachrichten zum Mossad gebracht. Dass man, wenn man solche Sachen macht, dann vielleicht auch auf das Fadenkreuz von diesen Geheimgesellschaften kommt oder auf diesen Geheimdiensten kommt, das ist zu 100% irgendwo bestätigt, okay? Also das kann man wirklich aussagen, weil, lustig, jetzt kommt das Krasse,
Er war beteiligt an einem gescheiterten Militärputsch 1991, bevor die Sowjetunion 2 Monate später zusammengefallen ist. Und da haben viele Theoretiker einfach die Verbindung gebracht zum KGB, dass es einfach eine Racheaktion war. Was sehr, sehr interessant jetzt ist, dass er halt auch diese Epstein Island schon hatte unter seine Fittiche. Und kurz vor seinem Tod, ich glaube 1 Jahr oder 2 Jahre davor, hat er auf einmal angefangen, Ghislaine auf jede Party, und da gibt es wirklich viele Bilder, kann ich euch gleich mal einblenden, auf viele Partys mit den Superreichen, Königsfamilien, auf diesen ganzen anderen Sachen, Veranstaltungen. Er hat sie überall mitgeschleppt, wo ich glaube, dass er einfach wusste, okay, er wird schon in dieser Phase seines Lebens, wird er schon von Geheimdiensten aufgesucht oder gesucht und drohte wahrscheinlich schon zu wissen, dass er sterben wird. Da schon mal einbauen, weil am Ende des Tages muss ja irgendjemand dieses ganze Netzwerk weiterführen, so, weil dieses Erpressungsnetzwerk ist ja wirklich machtvoll, gerade wenn wir dann gucken, wer alles erpresst worden ist. Und wir hatten ja die Epstein-Liste und auf einmal war die Epstein-Liste weg. Skandal, Skandal. 2 Jahre nach seinem Tod hat man Ghislaine dann beauftragt, okay, jetzt machst du. Und dann wurde Jeffrey Epstein ihr einfach hinzugefügt. Deswegen glaube ich, wenn wir über diese ganzen Thematiken reden, dass Jeffrey Epstein, erstens hat er fürs Mossad gearbeitet, da gibt es einen israelischen Spy, das habe ich hier aufgeschrieben. Es gibt Zeugen, wie etwa den ehemaligen israelischen Spion Ari Ben Menashe, die behaupten, Jeffrey Epstein habe inoffiziell für den Mossad gearbeitet. Was inoffiziell ist, ist offiziell in der Dark World. Der hat auf jeden Fall fürs Mossad gearbeitet, und weil diese Epstein Island sowieso ein Mossad-Stützpunkt mäßig war, das war ja alles für den Mossad gedacht, hat man dann Maxwell zusammengeführt mit Jeffrey, und dann haben die dieses ganze System weitergeführt. Wirklich krass, und auch sehr öffentlich sind sie damit sogar umgegangen, weil man sieht ja Ghislaine und Epstein, Jeffrey Epstein, wirklich auf vielen Fotos zusammen lächeln, auf vielen verschiedenen Gala-Veranstaltungen, auch wie Robert Maxwell mit den superreichen, superschönen. Und obwohl man das ja auch schon nachverfolgen konnte, das war ja nicht guck mal, sie ist ja in den Knast gegangen für Dinge, die sie 1994 gemacht hat. Von 1994 bis 2004, ich habe geschrieben, wahrscheinlich länger, Kinder geworben, verschifft und missbraucht. Dafür ist sie im Knast gekommen, 2021, okay? Warum lädst du so eine Person ein, die sowas gemacht hat, oder wo der Vater solche Dinge gemacht hat? Warum lädst du die ein? Du lädst die ein, weil sie Macht haben und du vielleicht Macht brauchen könntest. So und so funktioniert ja dieses ganze Netzwerk. Die eine Hand wäscht die andere Hand, aber am Ende des Tages ist das so wie diese ganzen P. Diddy Freak-Off-Partys, was er gemacht hat, wurde auch finanziert von Geheimgesellschaften und vom Geheimdienst, ne? Dass man dann Rapper und Schauspieler so aufnimmt. Am Ende des Tages, du weißt doch irgendwo, dass sie dich aufnehmen werden. Also ist das eigentlich irgend so, würde ich sagen, so eine gezwungene Kooperation, wo du einfach das machen musst, was die dir sagen. So, und dass man die dann trotzdem einlädt zu diesen Partys, wo man das schon wusste, finde ich einfach sehr, sehr makaber, und das bringt mich eigentlich immer auf den Entschluss, dass man weiß und dass man auch diese Dienste vielleicht für sich selbst beansprucht hat. Ne, so wie Prince Andrew. Ansonsten, Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte kommentieren, liken, abonniert diesen Kanal, da wird auf jeden Fall viel mehr kommen. Ihr habt gestern gesehen, habe ich ein Video gepostet gehabt über MMA, das werde ich jetzt auch ab und zu machen, immer wenn ich Bock habe, ein bisschen MMA zu filtern, ein bisschen Kampfanalyse über die Kämpfe zu sprechen, werde ich das machen. Dann steht unten links immer MMA kritisch. Ich weiß, dass viele von euch vielleicht gar kein Interesse daran haben, deswegen ich werde das immer schon vorankündigen, wenn ich wieder ein MMA-Video mache, damit ihr halt immer nur bei den Verschwörungstheorien bleibt. Ansonsten hat mich gefreut, dass ich für euch immer wieder neue Videos rausbringen kann, und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Das wird dann wahrscheinlich, weil wisst ihr was? Wir machen das Madeleine McCann Video nächste Woche. Nächste Woche oder in 2 Wochen kommt das neue Video. Dann wird auf jeden Fall über Madeleine McCann gesprochen. Darauf habe ich ja jetzt schon richtig Bock. Ansonsten passt auf euch auf, bleibt kritisch, recherchiert nach und lasst euch nicht verarschen. Am Ende des Tages ist der Teufel auf uns mehr fixiert als auf unsere ganzen Politiker, die uns irgendwas versprechen wollen. Haut rein. Tschüss.